So, hallo zusammen. Heute wollte ich nur mal kurz zeigen, wie man sich so eine GoPro-Tür machen könnte, wenn man den Mikrofonadapter benutzen möchte. Hier jetzt wunderschön im Ulianzi-Logger-Gehäuse. Auf jeden Fall. Das Problem ist bekannt. Es gibt keine Möglichkeit, diese Tür hier ordentlich zu benutzen, wenn man zum Beispiel dieses Ulianzi-Gehäuse benutzt. Und Wasserdichtigkeit ist natürlich auch nicht gegeben, gerade zum Beispiel für Motorradfahrer, die mal bei ein bisschen Spritzwasser trotzdem nicht gleich stoppen wollen und die Kamera abbauen. Gibt ja verschiedene seltsame Bastellösungen. Ich habe das jetzt jedenfalls so gemacht, dass ich mir eine zweite Tür bestellt habe. Die ist jetzt, also ich habe eine Hero 6, die Tür ist von einer Hero 7. Deswegen ist die Farbe leicht unterschiedlich. Ich meine, da ist jetzt noch so eine kleine Schicht Kleber drauf, die wird noch abpoliert. Fokus. Okay. Man sieht, hier ist ja so eine leichte, so ein Muster ein bisschen noch mit drauf. Die von der Hero 7 hat dieses Muster halt nicht. Es ist einfach auch ein dunkleres Schwarz. Ja. Jedenfalls, diesen kleinen Bobbel hier drinnen, der ist noch aus Gummi, Kunststoff. Die Tür an sich ist tatsächlich Metall. Hätte ich eigentlich nicht gedacht. Ich dachte, die ist eigentlich auch nur Plastik. Auf jeden Fall. Was man machen kann, wenn man dann so eine Reservetür eben hat. Hier oben diese kleine Nase einfach mit einer Zange rausbrechen. Die ist noch Plastik. Darunter ist dann eine kleine Schraube. Die einfach rausschrauben und dann geht hier dieses Plättchen mit der Dichtung auch ab. Ja, der Rest ist Präzisionsarbeit. Ich habe es jetzt hier mit so einem Dremel gemacht. Habe dafür zuerst einfach ein Loch relativ in der Mitte von diesem Knöpfchen, also direkt hier am Rand von dem Knöpfchen, mittig in die Tür rein. Da kommt man recht gut mittig aus dem USB-Loch dann raus. Und der Rest war dann viel Fräsen mit einer Diamantfräse, also diesem Aufsatz. Ja, irgendwann hat es dann tatsächlich so gepasst, dass der USB-Stecker eben gut durchgepasst hat. Was ich dann halt noch zusätzlich gemacht habe, ist, ich habe ein bisschen schwarzes Ducktape genommen und auf allen 4 Seiten, ich weiß jetzt leider nicht, ob die Kamera das einfangen wird. Der Fokus ist super. Ja. Auf allen 4 Seiten habe ich noch ein Stückchen Ducktape reingeklebt und halt nach innen gebogen, dass das wie so eine Art Dichtung wirkt. Es ist natürlich nicht wasserdicht, ganz klar, aber der Stecker sitzt stramm drinnen und was mir halt sehr wichtig war, die Nasen auf der Innenseite von dieser Türe sind großteils immer noch vorhanden, auch nach dem Fräsen. Google Pixel kann einfach keinen Autofokus anscheinend. Ja, geht mal drauf. Ohne irgendwas anderes dazwischen. Ja gut, geht mal auf. Deswegen, wenn das Ding hier im Gehäuse drinnen ist, kann man den Stecker rein und rausstecken, ohne dass sich diese Tür noch bewegt. Ich demonstriere es jetzt einfach mal kurz mit dem GoPro-Kabel. So sieht das dann an der Kamera eben aus. Auch lustig, das GoPro USB-Kabel ist etwas größer als das Kabel hier. Aber auf jeden Fall, man sieht, das Kabel ist ordentlich drinnen. Und rein theoretisch sollte es soweit auch dicht sein. Ich finde es auf jeden Fall optisch eine der schönsten Lösungen, weil man relativ nah am Original dran ist. Wie gesagt, da man diesen kleinen Gummiböppel verkleben sollte, weil man die
weil man den Großteil davon noch braucht. Ich weiß nicht, ob man das hier sieht, aber ungefähr die Hälfte von diesem Knopf existiert noch unter dieser kleinen Kleberschicht. Deswegen sollte er, keine Ahnung, ich habe jetzt halt so ein bisschen besseren Sekundenkleber genommen und habe den ungefähr einen Tag trocknen lassen, bevor ich mich an die Arbeit gemacht habe. Er ist ohne Probleme drinnen geblieben, also ich habe beidseitig natürlich eine Schicht Kleber reingemacht und der wird halt jetzt dann einfach noch abpoliert und fertig. Wenn man ein bisschen über die Lackierung, weil es ist ja tatsächlich, dieses ganze Teil ist lackiert, es ist nicht schwarz, dann geht man halt einfach nochmal mit einer schwarzen Sprühdose drüber, aber funktionieren sollte es auf jeden Fall. Ich denke, es ist wirklich auch, wenn man mal ein bisschen in den Regen reinkommt, ausreichend dicht, weil er sitzt ja eigentlich wie die originale Tür drinnen fast. Und ich habe jetzt trotzdem noch so eine Staubschutzkappe für den Micro-HDMI zum Beispiel noch bestellt. Die passt da auch noch drunter. Und dann noch eine andere Staubschutzkappe für den USB-C-Anschluss hier. Und dann sollte man eigentlich wirklich, wenn man nicht im Starkregen fährt oder tauchen geht damit, sollte man einen wasserdichten Anschluss haben, oder eine wasserdichte Tür, spritzwasserdichte Türdichtung, wenn man den Mikrofonadapter benutzen will, der ja so toll von GoPro in das ganze System integriert wurde. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Viel Spaß beim Basteln. Wenn ihr Fragen habt, einfach in die Kommentare. Dankeschön, ciao.